Dieses Tutorial wurde übrigens nicht von Gardena gesponsert, obwohl es recht gut gepasst hätte. Mit diesem Video möchte ich euch ermutigen, auch mal völlig neue und auch vermeintlich verrückte Wege zu gehen. Und dabei keine Angst zu haben, dass das Ergebnis möglicherweise seltsam aussieht und deswegen das Internet eskalieren könnte. Denn Kreativität ist schließlich, wenn man Dinge ausprobiert. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Man hat ein tolles Modell und traut sich nicht, es zu bemalen, aus Angst, man könnte es versauen. Aber dreht diesen Spieß doch einmal um und schnappt euch Miniaturen, die euch nicht gefallen und auf die es euch überhaupt nicht ankommt. Und probiert an denen mal die verrücktesten Dinge aus, die euch so einfallen. Ihr werdet dann direkt merken, wie viel Spaß dieses kreative Chaos macht und wie sehr euch diese Modelle dann obendrein ans Herz wachsen. Bei mir lagen 3 Stormcast Eternals aus einer Warhammer Underworlds Box schon ewig lange herum. Denn mit den Age of Sigmar Poster Boys konnte ich ehrlich gesagt bislang nicht viel anfangen, auch wenn ich manche Modelle ganz cool finde. Aber kürzlich dachte ich mir, was wäre, wenn die Rüstungen einfach mehr Struktur hätten und die Minis halt mehr in Richtung Zombies, Mumien, Sumpfwesen oder so aussehen würden. Quasi als Swampcast Eternals oder Stormgrass Eternals. Und wie sich das ganz einfach umsetzen lässt, zeige ich euch in den folgenden Minuten. Alles, was ihr braucht, sind ein Stückchen Verband oder Mullbinde, ein wenig feines Flock bzw. Turf und getrocknete Teereste. Die müsst ihr gegebenenfalls nur noch etwas zerdrücken und sieben, um nur die allerfeinsten Stückchen zu erhalten. Außerdem braucht ihr noch Holzleim, den ihr ein klein wenig mit Wasser verdünnt, damit dieser nicht mehr ganz so zähflüssig ist. Komplett dünnflüssig sollte er aber auch nicht sein. Schnappt euch dann eure Modelle und legt los. In meinem Fall sind es ja Stormcast Eternals, aber natürlich gehen auch Space Marines oder. Um zunächst auf den Rüstungsteilen mehr Struktur zu erhalten, trage ich nacheinander auf kleinen Flächen immer etwas Leim auf, um sofort feine Teereste drüber zu streuen und dann noch etwas Turf drüber rieseln zu lassen. So hat der Leim nämlich kaum Gelegenheit, von den glatten Flächen zu laufen oder sich zusammenzuziehen. Auf die Flächen zwischen den Rüstungsteilen kommt dann nur eine dünne Schicht Turf, schließlich soll nur etwas Struktur und kein Volumen entstehen. Auf ausgewählte Flächen wie Umhänge, Schilde oder Fähnchen werden kleine Stückchen Mullbinden geklebt. Gerne ein wenig kreuz und quer und übereinander, denn Überstände lassen sich später abschneiden. Sobald alles angetrocknet ist, tupft noch etwas stärker verdünnten Leim auf, um alles gut zu fixieren. Ist der Kleber komplett durchgetrocknet, bürstet eure Modelle gut ab und entfernt störende Überstände der Mullbinde. Bessert dann gegebenenfalls noch ein paar Stellen mit Turf aus und verblendet damit auch allzu harte Übergänge zwischen den Flächen mit den Streus und der Mullbinde. Danach kann es auch schon mit der Bemalung losgehen. Ich habe alle Modelle mit dem alten Coax White hellgrau grundiert, um dann transparente Farben nass in nass aufzutragen. Ich nehme dafür vorwiegend die Instant Colors von Scale 75, weil die nicht ganz so poppig sind. Aber natürlich könnt ihr auch Contrast Colors, Speed Paints, Express Colors oder stark mit Wasser verdünnte Acrylfarben verwenden. Schnappt euch eine Handvoll Braun- und Orangetöne plus einen erdigen Grünton, um damit die Körper zu bemalen. Tupft die dunkleren Farben eher in die Vertiefung und die helleren auf die erhöhten Stellen, die vom Licht angestrahlt werden. Durch das schnelle Nasse-Nass-Auftragen entstehen zugleich weiche Farbverläufe. Die Waffen- und Mullbindenflächen bemale ich in Grau und Mischtönen, um Kontrast zu den anderen Flächen aufzubauen. Es folgt ein Trockenbürsten der Körper mit einem hellen Sandbraun und der Waffen- und Mullbindenflächen mit einem hellen Steingrau. Den Waffen und Augen spendiere ich dann noch einen blauen Leuchteffekt. Dazu wird zunächst mit Weiß vorsichtig trocken gebürstet, um ein transparentes Blau verdünnt aufzutragen. Um das Leuchten noch zu verstärken, bürste ich die Kanten dann mit hellblau trocken.
Wer mag, kann die Vertiefung dann noch mit Weiß ausmalen, damit es quasi richtig leuchtet. Und sobald die Bases abschließend auch noch etwas Farbe abbekommen haben, sind eure Stormgrass Eternals oder Swampcast Eternals dann auch schon spielbereit. Wie gesagt, probiert einfach mal solche Materialien und Techniken an Modellen aus, die bei euch nur in der Schublade verstauben. Und ihr werdet sehen, wie viel Spaß das macht. Vor allem, weil ihr nicht ständig im Kopf haben müsst, sauber zu malen, um die Modelle nicht zu versauen. Viel Spaß beim Experimentieren, Malen und Austoben und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!